Nochmal vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst heute. Das freut uns riesig, dass du dabei bist. Wer bist du und was machst du, Carsten? Kannst du erstmal ein bisschen erzählen dazu? Ich weiß, was ich mache. Wer ich bin, nach der Definition suche ich noch. Ja, im weitesten Sinne Hacker, und wir hacken viele Sachen. Ursprünglich in Berlin, mittlerweile auch in ein paar anderen Lokationen. Wir hacken, um zu verstehen, was Technik sicher macht, oder im Umkehrschluss, was dazu führt, dass Technik immer und immer wieder unsicher gebaut wird. Teilweise helfen wir auch Firmen, das von uns Verstandene in die Tat umzusetzen. Aber das Hauptinteresse bei uns ist nach wie vor, die Technik zu durchdringen und zu verstehen, was zu mehr und weniger Hacking-Schutz führt. Kannst du ein bisschen was über die Projekte erzählen, die euch typischerweise beschäftigen? Vielleicht auch spannende technische Herausforderungen, mit denen ihr euch gerade herumschlagt? Grob, wir helfen Firmen entweder Technik zu hacken, um zu verstehen, wie man sie hacken kann. Und da gibt es in Deutschland selbstverständlich Vorzeigeindustrien, alles um Elektromobilität zum Beispiel, ist natürlich gerade ein großes Hackingfeld. Aber auch der Finanzsektor baut sich wie auch weltweit langsam um. Alle Fintech-Geschichten, sowohl bei Banken als auch bei Versicherungen. Auch da sind wir gerne und häufig dabei. Dabei begleiten wir Firmen. Entweder durch die Hacking-Tests, die ich schon angesprochen habe, oder wirklich dadurch Teams aufzubauen, weil wir glauben nicht, dass man mit dem Thema Sicherheit jemals fertig ist. Zum Beispiel gerade bei einem Mobilfunker, der in Deutschland gerade neu Fuß fasst. Und kannst dir vorstellen, extrem interessantes Thema, ne? Neues 5G-Netz aufbauen, also sehr cloud-zentrisch, extrem dezentralisiert, mit sehr viel experimenteller Technik, ja, aber ohne jegliche Legacy, also wirklich in die Zukunft gedacht, und dort ein Team aufzubauen und erstmal zu leiten. Das ist dann unsere Aufgabe. So, das machen wir dann 1-2 Jahre und dann ziehen wir wieder zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten jeweils spannendsten Thema. Kann man pauschal sagen, dass Großunternehmen, du hast jetzt gerade über Mobilfunk gesprochen, oder hier Financial Services, also Banken und Versicherungen, dass die deutlich besser geschützt sind als mittelständische Unternehmen, oder braucht man dann deutlich länger oder ein größeres Team, um sich da rein zu hacken, oder wie ist so eure Erfahrung? Aus meiner Sicht ist derzeit kaum jemand wirklich sehr gut vor Hacking geschützt, muss das aber auch nicht, ne? Kriminelle sind opportunistisch, die meisten zumindest, und suchen sich die schwächsten Ziele aus. Das heißt, solange man nicht in der letzten Gruppe ist, oder in der ersten, die gehackt wird, ist man risikomäßig einigermaßen auf der sicheren Seite. Und da unterscheiden sich große und kleine Unternehmen aus unserer Erfahrung kaum. Jetzt allerdings nicht, weil das, was die großen Unternehmen zusätzlich machen, und die machen sehr viel zusätzlich, nichts bringt, sondern weil es viel mehr zu schützen gibt. Weil natürlich für einen Kriminellen es sehr viel attraktiver ist, eine große Firma für ein großes Lösegeld zu erpressen, als viele kleine Firmen jeweils für ein kleines Lösegeld. Das heißt, der evolutionäre Druck, sich zu verbessern, ist wesentlich größer. Gibt uns das in die Zukunft gerichtet einen großen Sicherheitspuffer? Natürlich nicht. Also diese ganzen Risikomodelle der Wirtschaftsprüfer oder der Versicherungen sind natürlich immer in die Vergangenheit gewandt. Fragen im Grunde stochastische Fragen, so wie, ich sag mal, eine Unwetterversicherung die Frage stellt, wie hoch war die höchste Springflut bisher an der Ostsee? Und solange dein Damm dann nochmal 1 Meter drüber ist, dann bist du schon auf der sicheren Seite. So läuft es natürlich im Hacking-Zeitalter nicht, ne? Da ist jede Hacking-Welle komplett einmalig, und auch interaktiv. Also im Sinne der Springflut wartet die im Grunde auf den Moment, bis du dann dein Damm renovierst, und schlägt genau dann zu. Also auf der anderen Seite ist auch ein Mensch. Es ist keine statistische Verteilung wie schlechtes Wetter. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie groß ist beispielsweise so ein Team, wenn ihr dann einen Penetration-Test durchführt oder so eine Übung? Wie lange dauert das typischerweise, bis ihr tatsächlich mal eine Schwachstelle ausnutzen konntet, wo ihr sagen könntet, so, da können wir jetzt tatsächlich Schaden verursachen, können wir einen Ransomware-Angriff verursachen, wenn wir wollen? Ein Team von uns, sagen wir mal 5 Leute, kommen in 2 Wochen in die meisten Firmen nicht nur rein, sondern können die Firma komplett übernehmen, ohne detektiert zu werden. Gibt es jetzt keine 100%ige Wahrscheinlichkeit, vor allem für den letzten Teil, nicht detektiert zu werden. Ja? Das heißt, teilweise wird man als Hacker rausgeschmissen, aber geht dadurch natürlich nicht automatisch ins Gefängnis, sondern muss im Grunde nur nochmal anfangen und nochmal, lernt dazu. Das heißt, wir reden hier von Wochen, nicht mal Monaten, um
ja, die größten Firmen der Republik zu übernehmen. Ja? Weshalb das nicht häufiger passiert, ist natürlich, dass die Kriminellen noch einfachere Ziele finden und mit noch weniger Aufwand an ihre Lösegelder kommen. Und insoweit die großen, mittelgut geschützten Firmen, wo wir mit 5 Leuten 2 Wochen brauchen, um einzubrechen, noch nicht an der Reihe waren, weil es derzeit noch keinen Sinn macht. Der ein oder andere, der uns da zuschaut oder zuhört, der denkt vielleicht, na ja, aber vielleicht ist es so, dass sozusagen das Team von dem Carsten hat dann auch mehr Informationen, das ist ein Whitebox-Test oder ein Greybox-Test oder sowas als die Hacker. Spielt das eine Rolle? Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ich kann dir den einen Faktor sagen, der wahrscheinlich die größte Rolle spielt, und das ist unsere Erfahrung, dass wir das jetzt seit über 10 Jahren machen. Es gibt kaum einen Kriminellen, der 10 Jahre lang Computer hackt, weil warum? Ne? Du bist nach wenigen Jahren entweder sehr reich oder im Gefängnis. Ist der Startvorteil irgendwie ein Faktor von 2 oder 3? Vielleicht, aber viel mehr dann noch nicht. Und ich sagte ja gerade, wir sind in 2 Wochen drin. Also hilft dir wirklich ein Faktor 3, dass es jetzt 1,5 Monate dauert? Lässt dich das plötzlich besser schlafen, oder denkst du, wenn ich so einem Hacker sowieso ein Millionen-Lösegeld zahlen würde, dann ist er auch durchaus bereit, 6 Wochen aufzubringen, vielleicht sogar 2-mal, ja, also einmal pro Quartal ein paar Millionen bezahlt zu bekommen. Auch da braucht man nicht viele Jahre, bis man sich dann endlich zur Ruhe setzen kann. Wie siehst du das ganze Thema Automatisierung von solchen Angriffssimulationen? Ich finde Automatisierung wahnsinnig wichtig. Ob jetzt unbedingt die Angriffssimulationen das erste sind, was ich automatisieren würde, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dranhängen. Weil die Automatisierung der Angriffssimulation ja im Grunde bei 2 Sachen hilft. Einmal ein Grundverständnis schaffen, dass man grundsätzlich gehackt werden könnte. So, das Grundverständnis sollten heute wirklich alle mitbringen. Also da brauche ich nicht nochmal einen Dienstleister, egal wie automatisiert, um mir im Abstrakten zu erklären, dass es da eine theoretische Möglichkeit gibt, dass ich gehackt würde. Ja? Das Zweite, wo so Angriffssimulationen helfen, ist die internen Detektionsteams zu trainieren. Also denen eine Möglichkeit zu geben, quasi jede Woche auf einen, ja, wenn nicht echten und zumindest echt aussehenden Hacking-Angriff zu reagieren und im Grunde ihre Messer zu schärfen. Die allermeisten Firmen haben aber solche Teams nicht. Wo würde ich bei der Automatisierung ansetzen? Na, bei der Abarbeitung der ganzen Probleme, die diese Detektion und die das Grundverständnis erstmal aufwirft. Also die allermeisten Firmen heute ertrinken in guten Ideen, was man noch alles machen könnte zum Thema Sicherheit, ohne wirklich mit viel Automatisierung an die Abarbeitung zu gehen. Siehst du denn irgendwo, vielleicht auch nicht generell, sondern eben vereinzelt, Security-Maßnahmen, bei denen du denkst, naja, die sind jetzt umgesetzt worden, aber ehrlich gesagt, so richtig viel bringen die nicht in der Praxis. Hätte man das Geld wahrscheinlich eher woanders investieren sollen oder so? Ja, jeden Tag. Der Security-Markt ist gewachsen, um ein Verständnis, dass Security irgendwann fertig ist. In Deutschland zum Beispiel gibt es den BSI-Grundschutz. Ja, das BSI selber glaubt, glaube ich, heute nicht mehr dran, dass wenn man den BSI-Grundschutz einmal abgearbeitet hat, dass man dann fertig ist. Ja, und hat es ja auch richtigerweise Grundschutz genannt und nicht vollumfängliche Sicherheit. Und trotzdem findet sich die gleiche Idee wieder in ISO-Zertifizierungen, bei NIST, überall. Ja. Fast alles, was diese Zertifizierungen einem abverlangen, bringt zum Thema Hacking-Schutz gar nichts. Ja. So, das kann man jetzt allerdings den Zertifizierungen selber gar nicht vorwerfen, weil jede Idee in diesen Zertifizierungen oder in diesen Grundschutzkatalogen sicher irgendwem helfen, die aktuell bei ihm vorhandene Situation leicht zu verbessern. Die Sachen, die man braucht zum Hacking-Schutz, viel subtiler in Verhaltensweisen, in der Auslegung von Prozessen sind, im Menschlichen. Und dabei meine ich jetzt nicht die Leute, die auf Phishing-E-Mails klicken. Die sind sicher auch ein Problem, aber ein Problem, mit dem wir einfach leben müssen, sondern die Leute, deren Job es zum Beispiel wäre, zu patchen und die per Prozess
in der ISO-Zertifizierung versprochen haben, ja, wir patchen jeden Monat, die irgendwann merken, das ist gar nicht so einfach. Und wir haben mir was versprochen, was gar nicht umsetzbar ist, zumindest nicht ohne mehr Automatisierung, hatten wir ja gerade, ja, die dann irgendwann die Realität und die Dokumentationslage auseinanderdriften lassen, wo man sich dann fragt, naja, wieso haben wir es dann so aufwendig dokumentiert? Also ja, auf deine Frage, habe ich schon mal Sicherheitsmaßnahmen gesehen, die den eigentlichen Hacking-Schutz nicht erhöhen? Ah ja, die allermeisten, die ich sehe, fallen genau in diese Kategorie. Carsten, insgesamt ist ja so, wenn man von oben drauf schaut, dann wird immer mehr für Security ausgegeben. Also das gilt jetzt vielleicht nicht für jedes einzelne Unternehmen, aber für fast jedes Unternehmen und in der Grundgesamtheit natürlich auch. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann steigen die Anzahl der Angriffe und die Schwere der Angriffe auch stetig. Und hast du da eine Perspektive drauf? Bevor ich genau darauf eingehe, würde ich, glaube ich, vorher nochmal eine vielleicht kontroverse Meinung äußern, dass Null-Hacking auch kein guter Zustand wäre. Weil Null-Hacking ja beschreiben würde, dass wir die Technik, mit der wir täglich umgehen, komplett verstanden haben, dass wir wirklich lange drüber nachgedacht haben, wie betreiben wir die Technik und wie halten wir sie sicher vor Hackern. Und das kommt mit einer derartigen Verzögerung, dass wir uns von der Innovation aussperren würden. Also wer Technik, mit der er umgeht, komplett 100% versteht, kann nicht mit neuer Technik hantieren, experimentiert nicht, versucht nichts mehr Neues, sondern verlässt sich darauf, dass die Technik, die man vor Jahren mal installiert hat und endlich verstanden hat, heute noch das Beste ist, was man am Markt hat. Also begeht im Grunde technologischen Selbstmord. Ich glaube, niemand würde sagen, es ist gut, dass wir Hacking haben. Aber die These, die ich vertrete, ist, dass ich sage, von allen Alternativen finde ich die Alternativen, die mit Null Hacking daherkommen, sehr unattraktiv, weil wir sehr viel anderes dafür opfern müssen. Keiner will mehr Hacking, aber wir wollen mehr Innovation. Und Innovation spült uns Milliarden, wenn nicht, was ist nach Milliarden auf Deutsch, Billionen an Wertschöpfung in die Kassen. Zu sagen, das geben wir alles auf, weil wir nicht Millionen an Hacker verlieren wollen, das finde ich die falsche Abwägung. Also Hacking als Steuer auf Innovation, ja, wobei da rede ich speziell von Hacking von Firmen, die Geld verlieren. Wenn wir über Privatleben reden, Datenschutz, habe ich da eine andere Meinung. Ich glaube, mit den Daten anderer luderhaft umzugehen und die zu verlieren, schadet einem selber nicht, andere aber sehr stark. Da finde ich Zertifizierungen, Gesetzgebung und so weiter sehr hilfreich, ja, wenn man die Risiken minimiert, die Firmen anderen aufbürden, fast so wie eine Umweltverschmutzung des Internets. Ja, aber wenn wir rein über den finanziellen Schaden reden, da denke ich schon, wenn wir jetzt Milliarden oder Billionen an Wert schöpfen und die Hacker uns davon Promille abknapsen, dann ist das immer noch ein guter Kompromiss. Wir müssen nur schauen, dass wir es unter Kontrolle halten, dass aus den Promille nicht irgendwann Prozent werden und wir mehr und mehr an ein Ökosystem verlieren, das aus diesem Geld sich auch speist, sich trainiert und irgendwann die Überhand nimmt. Ja, ein Gedanke, den man ja auch jetzt öfters mal in der Zeitung liest, ist halt tatsächlich, hey, wie sieht das mit den Lösegeldzahlungen aus? Ist es nicht so, dass man damit dieses Geschäftsmodell eigentlich befeuert? Super spannendes Thema. Und genau das Thema erklärt gerade die Statistik, die du erwähnt hast, dass es plötzlich doppelt so viel Hacking gibt als vor ein paar Jahren, weil sich genau diese Erpressungstrojaner so durchgesetzt haben. Das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall eine Antwort braucht. Ja? Derzeit scheint die Antwort zu sein, dass staatliche Stellen, jetzt weiß ich nicht, ob aus Deutschland, aber so die Five Eyes, also Amerika und die engsten Verbündeten, zurückhacken, also versuchen, die Kriminellen mit ihren eigenen Methoden zu schlagen, bloßzustellen, Schutzgelder, also Kopfgelder auf die Kriminellen auszuloten. Und das kommt meistens in einem Maßnahmenpaket, dass man auch Schutzgeldzahlungen verbietet oder mindestens mal Transparenz dazu verlangt. Also in den USA wird gerade eine Gesetzesvorlage diskutiert, dass
Schutzgelder zwar nach wie vor bezahlt werden dürfen, man aber eine Meldepflicht hat, dass zumindest man erste Statistiken erarbeiten kann, wie viel geht denn wirklich verloren, um die Dunkelziffer niedrig zu halten. Am Ende des Tages sind das alles nur abschwächende Maßnahmen. Davon wird nichts das Problem lösen, weil wenn wir uns die klassischen Schutzgelderpressungen, also Entführungen, ja, nichts Elektronisches, anschauen, die sind auch nie weggegangen in Regionen auf der Welt, die unsicher und gefährlich sind. Und das Internet und die Technik, die wir im Internet einsetzen, ist unsicher und gefährlich. Das heißt, man kann sich ja die Transaktionskosten hochziehen, dass man immer mal wieder jemanden verhaftet, dass man die Transaktion selber schwieriger macht, dadurch, dass große Bitcoin-Exchanges zum Beispiel klar ihre Kunden kennen wollen und den einen oder anderen Kriminellen dann halt nicht mehr erlauben. Aber ich glaube, das Kind ist im Brunnen gefallen. Also wir werden das jetzt nicht wieder auf Null runterziehen können. Und die sehr viel zukunftsweisendere Antwort ist es, macht es den Kriminellen so schwierig, dass sie bei euch aufgeben, schickt sie woanders hin. Das hilft jetzt den anderen nicht, aber hilft uns allen, ständig besser zu werden. Wie siehst du das Thema Kryptowährungen in dem Zusammenhang mit Lösegelderpressung, also Ransomware oder so? Ich glaube, es wird noch einige Innovationszyklen brauchen, bis Kryptowährungen mehr Gutes als Schlechtes der Welt antun. Thorsten, es gibt ja auch so die Perspektive auf das ganze Thema Cybersecurity. Naja, das ist so ein Hype und natürlich wird ja auch befeuert durch die ganzen Anbieter. Es gibt ja über Tausende von Anbietern im Bereich Security, die leben ja auch alle davon. Ne? Und in den Organisationen gibt es auch Security-Verantwortliche, die leben im Prinzip auch davon, dass es Cyberangriffe gibt und dass man sich davor schützen muss. Aber natürlich gibt es dann beispielsweise auch Inhaber, gerade von mittelständisch geführten Unternehmen, und die sagen, naja, also mein Unternehmen hat 2 Weltkriege überstanden, das wird wohl auch einen Cyberangriff überstehen. Lasst uns doch die Kirche im Dorf lassen. Und es gibt ja auch wenig Beispiele für Unternehmen, die tatsächlich ruiniert wurden durch einen Cyberangriff. Wer Furcht hat vor Hacking, also auf einem Extrem der Skala, der versperrt sich dieser Innovation und geht einem langsamen Tod entgegen. Ja? Irgendwann wird es eine agilere, digitalisiertere Firma geben, die einem einfach die Kunden ausspannt. Ja? Wer auf dem anderen Extrem des Spektrums überhaupt keinen Respekt vor dem Thema Hacking hat und einfach naiv in die Digitalisierung geht, der wird eventuell so böse gehackt, dass es dann Kunden abschreckt und der eventuell einen sehr viel disrupteren, nicht tot stirbt, aber der zumindest das, was sich aus der Innovation erhofft hat, nicht erreicht. Das heißt, den Mittelweg zu finden, eine, sagen wir mal, moderierte Digitalisierung, wo man Hacking-Risiken versteht, aber sich vor denen nicht fürchtet. Das ist der richtige Weg. Aber jetzt nicht, um den Tod durch Hacking zu verhindern, sondern um am Leben zu bleiben, was Innovationen betrifft. Beim Thema Penetration Test, gibt es da vielleicht Tipps und Kniffe, die nicht so offenkundig sind, die häufig übersehen werden, die du gerade IT-Leitern in mittelständischen Unternehmen empfehlen würdest, wenn sie sowas ausschreiben, wenn sie sich dafür entscheiden, ich möchte gerne einen Anbieter beauftragen, so einen ethischen Hacker? Was sehr wichtig ist, uns oder anderen nicht zu eng vorzugeben, was es zu schützen gibt. Häufig sagt eine Firma, okay, uns gibt es jetzt 100 Jahre, wir setzen Computer seit 40 Jahren ein. Alles, was wir heute haben, ist natürlich sicher, aber wir gehen jetzt in die Cloud oder haben unsere erste mobile App oder was auch immer und der Teil, da fürchten wir uns vor, testet bitte diesen Teil. Ja? Die Firma wird dann 2 Jahre später trotzdem gehackt, weil sie irgendwas anderes in ihren existierenden Systemen überschaut haben. Ja? Also überlasst es den Hackern, euch zu sagen, wo ihr angreifbar seid. Auf der Kehrseite, was macht man dann mit solchen Ergebnissen? Wenn man jetzt herausgefunden hat, dass die Cloud-Migration zu Amazon vielleicht gar nicht das Schlimmste ist, aber im Zuge der Tests man festgestellt hat, dass man seine eigene Middleware nicht im Griff hat. Nimmt man denn den Vorschlaghammer raus und sagt, oh, wir müssen jetzt den BSI-Grundschutz, die ISO-Zertifizierung und alles durchlaufen? Wäre mein Vorschlag, macht das nicht, sondern holt euch da auch den Rat von Hacking-Experten ein. Und bevor ihr irgendetwas umsetzt, was
potenziell Verlangsamung oder Kostenexplosion mit sich bringen, fragt immer, wie sieht der Hacker das? Stört den Hacker das, wenn du diese Maßnahme einführst? Und stört es ihn sehr für eine sehr teure Maßnahme? Und wenn ja, dann macht's. Wenn der Hacker sagt, mir doch egal, ob ihr dann ein Zertifikat auf die Webseite schreibt oder nicht, ich hack doch sowieso was komplett anderes, ja, dann macht das erstmal nicht. Vielleicht auch zum Abschluss, ne? Wenn du eine E-Mail schicken könntest an alle CIOs dieser Welt oder wenn du an der Straße Plakate aufstellen könntest, was wären Kernbotschaften oder was würde in der Betreffzeile stehen? Vertraut euren Experten. Ihr habt alle Leute im Haus oder zumindest bei Partnerfirmen, die über die Jahre gelernt haben, was wichtig ist beim Thema Security. Und vertraut euren Experten heißt auch, fürchtet euch nicht so viel vor Hacking. Ja? Es wird dadurch nicht besser, dass ihr euch fürchtet, aber alles andere, was die Firma macht, wird dadurch schlechter, dass ihr Technik skeptisch werdet. Ja? Vertraut den Experten und lasst die ihre Arbeit machen. Und wenn der Experte sagt, wir brauchen ein Tool, dann gib ihm das Budget. Aber versuch jetzt nicht irgendwie das Budget jedes Jahr um 30% zu erhöhen, nur dass du denkst als CIO, dass du deinen Teil getan hast. Ne? Das zusätzliche Geld hilft nicht immer und kann sogar den Leuten im Weg rumstehen. Carsten, nochmal vielen herzlichen Dank. Danke, Janis. Tolle Fragen.